Hallo liebe Häkelfreunde, diese feminine Tunika kann in der hier gezeigten figurbetonten Form oder auch lockerer fallend gehäkelt werden. Wie das gemacht wird, erfahrt ihr natürlich im Video. Die Tunika ist nicht allzu schwierig zu häkeln, erfordert aber Aufmerksamkeit und genaues Arbeiten. Vorzugsweise sollte es nicht eure allererste Tunika sein, die ihr von oben nach unten in Runden häkelt. Auf meinem Kanal gibt es ja viele schöne Beispiele für sehr einfache Tuniken. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie benötigt werden. Beachtet bitte unbedingt die Materialseite sowie weitere schriftliche Hinweise, bevor ich mit dem Häkeln beginne, damit euch keine wichtigen Informationen entgehen. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Bei den Materialangaben handelt es sich immer um Richtwerte. Die Verwendung anderer Wolle oder anderer Nadelstärke kann den Materialverbrauch beeinflussen. Deshalb solltet ihr immer genügend Material kaufen bzw. die Nachkaufmöglichkeit sicherstellen. Ich verarbeite den ersten Bobbel von hell nach dunkel und den zweiten Bobbel von dunkel nach hell. Vom zweiten Bobbel wird je nach Konfektionsgröße nur ein Teil benötigt, deshalb endet meine Tunika dunkel. Lange Ärmel sind bei diesem Modell nicht vorgesehen. Diese Tunika wird von oben nach unten in Runden ohne Wändern gehäkelt. Sie muss daher am Ende angefeuchtet und in Form gezogen werden, um die Neigung der Maschen auszugleichen. Ich halte mich an folgende Faustregel bei RVO-Projekten. Die Anfangskette muss locker über den Kopf passen. Im Zweifel besser zu groß als zu klein. Der Ausschnitt kann am Ende, wenn nötig, durch Abnahmen verkleinert werden, er kann aber nicht vergrößert werden. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel 3 mm und danach steige ich auf eine Häkelnadel 3,5 mm um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Masche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Ich hole den Faden durch. Ich ziehe den Faden durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den dritten Faden von der Nadel aus gesehen einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. Wir haben jetzt 4 Maschen gemacht. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind, und die Kette sollte ungefähr 65 cm lang sein und die Maschenzahl muss durch 16 teilbar sein.
Bei mir sind das 112 feste Maschen. Und wenn ich die gemacht habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe genau 112 Maschen angeschlagen. Wie gesagt, die Anzahl muss durch 16 teilbar sein. Und bei mir sind das ungefähr 65 cm. Die Kette muss natürlich locker über den Kopf passen. Die schönen Maschen befinden sich unten und wir geben die Kette oben zusammen, sodass die schönen Maschen im Außenkreis sind, und wir schließen in den Kopf der ersten festen Masche mit einer Kettmasche zur Runde. Und jetzt steige ich auf eine Häkelnadel 3,5 mm um. Ich häkle das Ersatzstäbchen auf folgende Weise. Ich häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche, wo die Luftmasche herauskommt, eine feste Masche, noch eine Luftmasche und noch eine feste Masche ins linke Maschenglied der unteren festen Masche. Das ist das erste Stäbchen. Jetzt lassen wir eine Masche aus und in die übernächste Masche häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Das ist ein V. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und wir häkeln immer abwechselnd. Ein Stäbchen und eine Masche lassen wir immer aus. Ein Stäbchen, eine Masche auslassen, ein V. Ein V ist ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Masche. Und wieder eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln, eine Masche auslassen, ein V häkeln, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Also immer abwechselnd ein Stäbchen, ein V, ein Stäbchen, ein V, ein Stäbchen, ein V in jede zweite Masche. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns am Ende der Runde wieder. Willkommen zurück. Am Ende muss ein V sein und eine Masche muss übrig bleiben. Und wir schließen in das erste Stäbchen mit einer Kettmasche zur Runde. Ihr müsst unbedingt kontrollieren, wie viele Mustersätze ihr habt. Bei 112 Maschen ergeben sich 28 Mustersätze. Die anderen Zahlen schreibe ich euch oben in die Ecke. Kontrolliert das, damit es später beim Abteilen der Ärmel keine Probleme gibt. Wir starten mit einem Ersatzstäbchen über dem Ersatzstäbchen der Vorrunde. Und jetzt häkeln wir in die Faust 2 Stäbchen, zwei Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und in das vorhandene Stäbchen häkeln wir wieder ein Stäbchen. Ein Stäbchen, das V wird erweitert auf 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Ein Stäbchen und in die Faust immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Und in das vorhandene Stäbchen
wieder ein Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Die Reihe endet mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und wir schließen in den Kopf des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche zur Runde. Und wir starten wieder mit dem Ersatzstäbchen über dem Ersatzstäbchen der Vorrunde und wir häkeln eine vollkommen identische Runde. Abwechselnd 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen zwischen den Gruppen. Und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen. Die Runde endet mit einer Kettmasche in das Ersatzstäbchen der Vorrunde. Und wir starten wieder mit dem Ersatzstäbchen. Und jetzt häkeln wir in die V 3 Stäbchen, zwei Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und in das einzelne Stäbchen wieder ein Stäbchen. Ansonsten funktioniert die Runde genau gleich wie die Runde zuvor, nur dass wir jetzt 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen in die V häkeln und nie vergessen dazwischen das einzelne Stäbchen. Und das machen wir diese Runde und noch eine Runde. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 2 identische Runden gehäkelt. Und jetzt bleiben diese Gruppen hier immer gleich und wir erweitern nun zwischen den Gruppen. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen und wir häkeln noch ein Stäbchen in dieselbe Masche. Die Gruppe bleibt nun gleich und zwar bis zum Ende der Tunika häkeln wir immer 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und in das einzelne Stäbchen zwischen den Gruppen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Runde zu Ende gehäkelt und die nächste Runde ist ganz einfach. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen. Auf das zweite Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen. Dann häkeln wir die vorhandene Gruppe, die bleibt nun immer gleich mit 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und dann wieder 2 Stäbchen auf die vorhandenen 2 Stäbchen. Und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück, ich habe die Runde zu Ende gehäkelt und jetzt folgt wieder eine Reihe mit Zunahme. Wir starten mit dem Ersatzstäbchen und in das zweite Stäbchen häkeln wir 2 Stäbchen in eine Masche. Dann häkeln wir die Gruppe wie gewohnt mit 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen, wir häkeln ein Stäbchen auf das erste Stäbchen und 2 Stäbchen in das zweite Stäbchen, sodass wir zwischen den Gruppen 3 Stäbchen haben und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und jetzt folgt wieder eine Reihe ohne Zunahmen. Wir häkeln 3 Stäbchen, eine Gruppe, 3 Stäbchen, eine Gruppe und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet und jetzt wiederholen wir prinzipiell die letzten 2 Reihen. Wir häkeln abwechselnd eine Reihe mit Zunahmen und eine Reihe ohne Zunahmen, so wie wir es hier auch gemacht haben. Und die nächste Reihe ist eine Reihe mit Zunahmen und wir verdoppeln immer das letzte Stäbchen. Und dann häkeln wir immer eine Reihe ohne Zunahmen. Das heißt, abwechselnd eine Reihe mit Zunahmen, eine Reihe ohne Zunahmen. Und das machen wir so lange, bis wir ein bestimmtes Maß erreicht haben. Und wie lange ihr das machen müsst und wie ihr das messen müsst, das zeige ich euch in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück. Meine Tunika hat für die Größe 40-42 das benötigte Zwischenmaß erreicht und wie man das misst, das zeige ich euch jetzt. Zunächst müsst ihr eure Anzahl Segmente zählen, beziehungsweise ich schreibe euch die Anzahl der Segmente zu eurer anfänglichen Maschenzahl oben in die Ecke. Und ein Segment beginnt hier bei der Häkelnadel, ist immer eine Fläche mit Stäbchen und diese Bordüren, also das ist ein Segment. Und ich hatte eine Ausgangszahl von 112 Maschen. Ich habe insgesamt 28 Segmente und es heißt, ich muss 7 Segmente markieren. Das ist genau ein Viertel. Die anderen Zahlen schreibe ich euch oben in die Ecke. Hier genau aufpassen, wenn ihr das falsch macht, passt es später nicht mehr. Also entweder durchzählen oder eben oben nachschauen, wie viele Segmente ein Viertel der Tunika sind. Wie gesagt, bei einer Ausgangszahl von 112 Maschen sind es 7 Segmente. Und dieses Stück hier muss ein bestimmtes Maß haben, es muss etwas mehr sein als unsere halbe Oberweite und das messt ihr so am Rand entlang, an der untersten Reihe entlang. So messen. Bei mir sind das ca. 51 cm für die Größe 40-42. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Und im Moment habe ich hier ungefähr 20 cm, das kann bei euch aber anders sein, weil wir nicht alle die gleiche Ausgangszahl haben und auch nicht dieselbe Größe.
Das ist also nur ein grober Richtwert. Das sind bei mir ungefähr 20 cm. Und diese Markierung hat noch nicht etwas mit dem Abteilen der Ärmel zu tun. Wir ermitteln jetzt nur genau ein Viertel der Tunika. Und wenn ihr über dieses Viertel das angegebene Maß erreicht habt oder etwas mehr, dann häkeln wir ohne Zunahmen weiter. Das bedeutet, ich habe mit einer Reihe ohne Zunahmen vorläufig geendet. Das ist wichtig. Immer in einer Reihe ohne Zunahmen messen. Und jetzt häkeln wir nur noch Reihen ohne Zunahmen, so wie wir es zuvor auch gemacht haben, bis die Passenhöhe ein bestimmtes Maß erreicht hat. Und dieses Maß schreibe ich euch auch oben in die Ecke. Also einfach ohne Zunahmen weiter häkeln, bis die angegebene Passenhöhe erreicht ist, und die messen wir hier in einer Bordüre vom Halsrand hinaus. Und wenn wir ohne Zunahmen weiter häkeln, dann bleibt das früher oder später kein flacher Kreis mehr, sondern es wird dann so eine Art Glocke. Das ist normal und muss auch so sein. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe für die Größe 40-42 eine Passenhöhe von ca. 29 cm erreicht. Die anderen Maße habe ich euch hingeschrieben und der Rand darf sich jetzt ein bisschen rollen. Das ist normal, weil wir keine Zunahmen mehr gemacht haben, und das ist bei mir auch so. Und jetzt müssen wir die Tunika noch einmal in 4 gleiche Teile einteilen. Die nächste Reihe ist eine Vorbereitungsrunde, bevor wir die Ärmel abteilen. Wir teilen also die Ärmel noch nicht in dieser Runde ab, erst in der nächsten. Zunächst häkeln wir, wie gesagt, eine Vorbereitungsrunde, und dazu müsst ihr wieder eure Tunika in 4 gleiche Teile einteilen. Wir beginnen hier beim runden Schluss, wo die Häkelnadel ist. Ein Segment besteht aus einer Fläche mit Stäbchen und einer Bordüre. Das ist ein Segment. Bei einer Ausgangszahl von 112 sind es 4 mal 7 Segmente. Die anderen Zahlen schreibe ich euch oben in die Ecke. Und das heißt, ihr müsst noch 3 Maschenmarkierer setzen. Das ist quasi der erste und dann noch 3. Und diese 4 Teile müssen gleich viele Segmente haben. Und wenn ihr diese Einteilung gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Einteilung gemacht, ihr ebenfalls. Und jetzt häkeln wir dieses erste Viertel der Tunika wie gewohnt hinüber. Stäbchen, Bordüre, Stäbchen, Bordüre. Genauso wie bisher bis zum ersten Maschenmarkierer. Und der befindet sich immer nach der Bordüre. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das erste Viertel wie gewohnt gehäkelt. Und wie gesagt, der Maschenmarkierer befindet sich nach der Bordüre im ersten Stäbchen. Den geben wir heraus und ich häkle die Stäbchen bis zur Bordüre und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt und jetzt häkeln wir in diese Lücke 7 Stäbchen. Dieses Viertel wird später der Ärmel. Und da wir hier keine Reihe mehr drüber häkeln, häkeln wir hier
jetzt in die Lücke 7 Stäbchen. Und das machen wir bei allen Bordüren bis zum nächsten Maschenmarkierer. Die Stäbchen einfach abhäkeln, so wie sie vorhanden sind, und in jede Bordüre 7 Stäbchen häkeln. Und wenn ihr beim nächsten Maschenmarkierer angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim nächsten Maschenmarkierer angekommen. Der befindet sich immer im ersten Stäbchen. Und den entfernen wir. Und wir häkeln das nächste Viertel bis zum nächsten Maschenmarkierer wie gewohnt. So wie wir die Tunika hinuntergehäkelt haben. Und beim nächsten Maschenmarkierer sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das dritte Viertel habe ich wie gewohnt gehäkelt und das letzte Viertel wird wieder ein Ärmel und wir entfernen den Maschenmarkierer und wir häkeln auf dem ersten Stäbchen weiter und häkeln in jede Lücke 7 Stäbchen. Und wenn ihr dieses Viertel fertig habt, sind wir rundherum gekommen und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das letzte Viertel gehäkelt und nun bitte genau aufpassen. Damit die Tunika symmetrisch wird, müssen wir den runden Übergang in die Mitte dieser Stäbchenfläche verlegen. Wie das geht, zeige ich euch nachher. Und ihr braucht wieder eure 4 Maschenmarkierer. Der erste ist hier nach der Häkelnadel in der Mitte dieser Stäbchenfläche. Bei mir ist es eine ungerade Anzahl Stäbchen, daher stecke ich den Maschenmarkierer ins mittlere Stäbchen. Wenn ihr eine gerade Zahl habt, steckt ihr den Maschenmarkierer zwischen 2 Stäbchen. Also wenn ich jetzt 8 Stäbchen hätte, dann steckt ihr nach 4 Stäbchen den Maschenmarkierer in die Lücke zwischen 2 Stäbchen. Und dann zählt ihr wieder eure Anzahl Segmente, beziehungsweise es sind alle Segmente, wo hier eine Lücke ist. Bei mir sind es 7, die anderen Zahlen schreibe ich euch oben in die Ecke. Und der Maschenmarkierer ist in der Mitte der Stäbchenfläche. Und dann wieder dieselbe Anzahl und immer einen Maschenmarkierer setzen. Es ist gut zu erkennen, die Vorder- und Rückenteile haben Lücken und die Ärmelteile haben diese 7 Stäbchen in der Lücke. Und wenn ihr eure Maschenmarkierer gesetzt habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ihr habt eure Maschenmarkierer gesetzt und jetzt verlegen wir den runden Übergang und wir häkeln einfach Kettmaschen bis zur Hälfte dieser Stäbchen. Bei einer geraden Zahl, wenn ich jetzt 8 Stäbchen hätte, dann 4, 4 und bei mir ist es eben 4, 3. Ich häkle zunächst eine Luftmasche und dann häkle ich Kettmaschen bis zur Mitte dieser Stäbchenfläche und ich häkle so, dass ich auf dieser Seite 4 Stäbchen habe und auf dieser Seite 3. Wie gesagt, wenn ihr eine gerade Zahl habt, ist es einfacher, dann macht ihr einfach halbe halbe. Und hier häkeln wir nun das Ersatzstäbchen.
und die restlichen Stäbchen und dann häkeln wir bis zum nächsten Maschenmarkierer wie gewohnt, so wie wir es vorhin gemacht haben, mit 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen. Und wenn ihr beim Maschenmarkierer angekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das erste Viertel gehäkelt und ich hatte ja eine ungerade Anzahl Stäbchen. Ich habe hier 3 Stäbchen gehäkelt. Das bedeutet, ich brauche auf dieser Seite 4 Stäbchen. In Summe muss es dieselbe Zahl sein wie zwischen den anderen Bordüren. Und das nächste Viertel ist der Ärmel, den überspringen wir. Und ich mache auf dieser Seite genau das gleiche. Ich häkle hier nur 3 Stäbchen. Ich fange also hier in der Mitte ungefähr an. Auf diese Weise kommen unter dem Arm bei mir wieder 7 Stäbchen zusammen. Wie gesagt, wenn ihr eine gerade Zahl habt, dann sind auf beiden Seiten gleich viele Stäbchen. Wichtig ist, in Summe muss dieselbe Zahl herauskommen wie bei den anderen Stäbchenflächen. Und wir häkeln bis zum nächsten Maschenmarkierer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe wieder bis zum Maschenmarkierer gehäkelt, der war hier drin und hier häkle ich 4 Stäbchen und wir überspringen wieder den Ärmelteil und in meinem Fall habe ich hier die 3 Stäbchen und hier die 4 Stäbchen, sodass ich in Summe wieder auf die 7 Stäbchen komme. Und hier schließen wir zur Runde. Ihr müsst natürlich schauen, welche Zahl für euch zutrifft. Und jetzt haben wir die Ärmel abgeteilt und wir haben eine symmetrische Tunika und später wird hier noch bis hierher ein Stückchen nachgeschlossen, das zeige ich euch aber erst später. Und jetzt müsst ihr nur noch hier immer weiter häkeln und wie gesagt, wir haben jetzt unter den Armen in Summe auf beiden Seiten gleich viele Stäbchen wie bei den anderen Stäbchenflächen und wir häkeln im selben Muster gerade hinunter. Solltet ihr die Tunika etwas weiter haben wollen als ich, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel noch einmal eine Zunahmereihe einbauen und zum Beispiel so wie hier oben das letzte Stäbchen verdoppeln. Dann fällt die Tunika etwas lockerer. Ich mache die Tunika ab jetzt gerade hinunter und die Länge für die Tunika schreibe ich euch oben in die Ecke. Es handelt sich natürlich um Richtwerte. Ihr könnt die Tunika so lang machen, wie ihr wollt. Und wir messen von der Schulter gerade hinunter. Und die letzte Reihe machen wir dann wieder so wie bei den Ärmeln. Aber dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Tunika hat die gewünschte Länge erreicht. Wie gesagt, wir messen ab der Schulter gerade hinunter in einer Stäbchenfläche. Und jetzt häkeln wir eine Abschlussreihe, so wie bei den Ärmeln. Das bedeutet, wir häkeln alle Stäbchen, so wie sie vorhanden sind, und in die Lücke häkeln wir 7 Stäbchen. Und wenn ihr diese Runde gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe die letzte Runde gehäkelt. In alle Lücken habe ich 7 Stäbchen gehäkelt. Ich habe zur Runde geschlossen. Ich häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Der muss natürlich vernäht werden. Und jetzt werde ich die Tonika umdrehen, sodass die schöne Seite innen ist, und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Tonika umgedreht, sodass die Innenseite außen ist. Hier haben wir den Ärmel und hier schließen wir ein kleines Stück Naht. Und ich beginne hier bei der ersten Bordüre und steche bei beiden Teilen vorne und hinten durch das erste Stäbchen durch, hole den Faden durch, ich verknote den Faden, ich steche noch einmal durch beide Maschen durch, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann in dieselben Maschen eine feste Masche. Und dann schließe ich Masche für Masche die Naht bis hierher und ich häkle über den Anfangsfaden drüber. Und ich achte darauf, dass die Teile ganz genau zusammenpassen. Und das machen wir auf beiden Seiten so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten ein Stück Naht geschlossen, damit man von der Seite nicht hineinschauen kann. Und bei mir ist ja das der zweite Bobbel. Ich habe also den ersten Bobbel von hell nach dunkel verarbeitet, ungefähr bis hierher, und dann wieder von außen mit derselben Farbe weitergemacht. Und den Halsausschnitt mache ich wieder mit der hellen Farbe. Und ich beginne bei einer Schulter. Ich steche in eine beliebige Masche ein. Ich hole den Faden durch. Ich verknote den Faden. Ich steche in dieselbe Masche ein und ich steche hier tief ein. Ich nehme nicht nur den obersten Faden. Ich hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche eine feste Masche. Und ich häkle eine Runde feste Maschen und ich achte dabei darauf, dass ich eine gerade Anzahl feste Maschen erhalte. Falls der Ausschnitt zu groß ist, das regeln wir ein bisschen später. Im Moment häkeln wir eine Runde feste Maschen und es muss eine gerade Anzahl sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe eine gerade Anzahl fester Maschen aufgenommen und ich schließe in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Und jetzt häkle ich ein Ersatzstäbchen in dieselbe Masche, wo die Luftmasche herauskommt. Und dann häkle ich ein Stäbchen in die Masche davor. Also rückwärts häkeln und dann lassen wir die nächste Masche aus und häkeln in die übernächste Masche ein Stäbchen
und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Ihr müsst aufpassen, dass ihr immer weiterkommt, also nicht aus Versehen eine Masche zweimal behäkeln. Diese Masche ist besetzt, die nächste Masche lassen wir aus, in die übernächste Masche häkeln wir ein Stäbchen und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und das machen wir einmal rundherum und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf des ersten Stäbchens zur Runde. Und jetzt macht ihr am besten eine Anprobe und schaut, ob euch der Ausschnitt so passt oder ob er etwas kleiner werden muss. Ich häkle zum Beispiel nur noch eine Runde feste Maschen. Falls ihr den Ausschnitt kleiner machen wollt, macht man das so. Ich häkle eine Luftmasche und eine feste Masche und dann zum Beispiel insgesamt 6 feste Maschen häkeln. Und dann 2 zusammen abgemaschte feste Maschen. Wir stechen in die erste Masche einrollen den Faden durch. Wir stechen in die zweite Masche einrollen den Faden durch und maschen alle Fäden gemeinsam ab. Ich habe jetzt hier gemacht 6 feste Maschen und eine Abnahme. Die Intervalle könnt ihr natürlich selbst bestimmen. Ich mache, wie gesagt, noch eine Runde feste Maschen ohne Abnahmen und auch nach dieser Runde könnt ihr noch einmal eine Anprobe machen und gegebenenfalls den Ausschnitt noch kleiner machen. Und wenn ihr das gemacht habt, ist unsere wunderschöne Tonika fertig. Liebe Handarbeitsfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Nacharbeiten dieses wunderschönen Projekts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Viele meiner Vorführmodelle könnt ihr in meinem kleinen Shop erwerben. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Eure Karin aus dem Ländle.